Was ist ein Policendarlehen und warum kann man mit ihm ohne Gehaltsnachweis einen Kredit zu überraschend günstigen Zinsen bekommen? Welche Voraussetzungen gibt es und wo liegen die Vor- und Nachteile? Wann lohnt sich das Policendarlehen und wann sollte man lieber eine Alternative wählen? Diese und weitere Fragen beantworten wir in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen bei Geldrat. Wenn dir das Video gefällt, dann würden wir uns sehr über einen Daumen hoch freuen. Nicht immer laufen die Dinge im Leben ideal und manchmal braucht man unvorhergesehen eine größere Summe Geld. In diesen Fällen gibt es, wenn man nicht genügend Ersparnisse hat, zum Beispiel folgende Möglichkeiten. Erstens, einen normalen Ratenkredit aufnehmen oder zweitens, eine vorhandene Lebensversicherung auszahlen zu lassen oder zu verkaufen. Bei der Aufnahme eines Kredites spielt deine Bonität eine wichtige Rolle für die Kreditvergabe und auch für die Zinshöhe. Außerdem erfolgt in jedem Fall ein Schufa-Eintrag. Der Verkauf oder die Kündigung deiner Versicherung führt dazu, dass du deinen Versicherungsschutz verlierst. Bei einer Kündigung entstehen zudem Kosten. Beim Beleihen einer Lebensversicherung mit einem Policenkredit hingegen bleibt dein Versicherungsschutz bestehen und aufgrund der Besicherung erhältst du einen günstigeren Zins. Es erfolgt zudem kein Schufa-Eintrag. Bevor wir aber zu den Vor- und Nachteilen kommen, zeigen wir dir, wie das Policendarlehen funktioniert. Was ist ein Policendarlehen? Wenn du Beiträge in eine Lebensversicherung einzahlst oder eingezahlt hast, dann kannst du deine Versicherung als Pfand für einen Kredit einsetzen. Anders als ein klassischer Ratenkredit ist ein Policendarlehen endfällig. Du tilgst also während der Laufzeit nichts, sondern zahlst monatlich nur die Zinsen, aber auch die lassen sich auf Wunsch endfällig stellen. Die Zinshöhe ist im Vergleich zu den meisten Ratenkrediten sehr gering und hängt nicht von deiner Kreditwürdigkeit, sondern von der Darlehenssumme und in manchen Fällen von der Laufzeit ab. Der Zinssatz ist also nicht bonitätsabhängig wie bei den meisten anderen Privatkrediten. Wenn du ein Policendarlehen abschließt, erfolgt außerdem kein Eintrag bei der Schufa. Die Lebensversicherung dient, wie gesagt, nur als Sicherheit für den Kreditgeber. Dein Vertrag mit der Versicherung wird also nicht beeinflusst. Als Pfand hinterlegst du den Versicherungsschein, kommst du deinen Zahlungen nicht nach, kann die Bank die Lebensversicherung verkaufen und offene Beträge damit ausgleichen. Laufzeiten und Konditionen. Die mögliche Kreditsumme orientiert sich am Rückkaufswert der Versicherung. Bei fondsgebundenen Lebensversicherungen kannst du die Versicherung nur anteilig beleihen, da die Werte der Fonds schwanken können. Üblich sind in diesen Fällen 60% des aktuellen Rückkaufwertes. Policendarlehen werden mit Laufzeiten von 3 Monaten bis zu 10 Jahren angeboten. Sie können nach Ablauf der Laufzeit auch prolongiert, also verlängert werden, sofern die beliehene Versicherung noch nicht fällig ist. Bei einigen Anbietern sind zudem kostenlose Sondertilgungen möglich. Vorteile und Nachteile. Bevor wir zu den Nachteilen kommen, zeigen wir dir zunächst die Vorteile. Die 8 Vorteile eines Policendarlehens. Vorteil Nummer 1. Versicherungsschutz bleibt bestehen. Da du die Lebensversicherung nur als Sicherheit hinterlegst, kannst du die Versicherung weiterführen und erhältst im Schadensfall trotzdem deine Leistungen. Das gilt natürlich auch, wenn die Lebensversicherung zur Altersvorsorge dient. Nur wenn du deine Zinszahlungen oder die Schlussrate nicht leisten kannst und der Kreditgeber deshalb seine Ansprüche gegenüber der Versicherung geltend macht, verlierst du den Schutz. Vorteil Nummer 2. Kein Einkommensnachweis nötig. Mit der Besicherung durch die Versicherung benötigt die Bank keinen Nachweis über dein Einkommen. Vorteil Nummer 3. Günstige Zinsen. Bei einem normalen Ratenkredit ist die Zinshöhe abhängig von deiner Bonität. Dabei spielen dein Einkommen, eventuell laufende Kredite und weitere Faktoren eine wichtige Rolle. Bei einem Policendarlehen hingegen erhält jeder den gleichen günstigen Zinssatz, da der Kredit für die Bank sehr sicher ist. Damit eignet sich das Policendarlehen auch für Kreditnehmer mit einer schlechteren Bonität. In der Beschreibung verlinken wir dir einmal unseren Anbietertipp. Dort findest du die aktuellen Zinsen. Vorteil Nummer 4. Kein Schufa-Eintrag. Wenn du ein Policendarlehen aufnimmst, erfolgt kein Eintrag darüber in der Schufa. Vorteil Nummer 5. Auch für Selbstständige und Freiberufler geeignet. Wenn du selbstständig bist oder als Freiberufler arbeitest, hast du es beim klassischen Ratenkredit oft schwer. In der Regel reichen dann die Einkommensnachweise von 2 bis 3 Monaten nicht, sondern du benötigst die der letzten 2 bis 3 Jahre. Zudem zahlen Selbstständige in der Regel einen höheren Zins. Wenn du deine Lebensversicherung mit einem Policendarlehen beleihst, erhältst du den gleichen Zinssatz wie jeder andere auch und du musst keine Einkommensnachweise erbringen. Vorteil Nummer 6. Auch beitragsfreie Policen können beliehen werden. Eventuell hast du auch eine Versicherungspolice, die ruht, sodass keine Beiträge mehr von dir gezahlt werden.
Auch solche Policen können als Pfand für den Kredit hinterlegt werden. Übrigens kannst du auch während der Kreditlaufzeit eine Versicherung beitragsfrei stellen. Das Policendarlehen ist davon nicht betroffen. Vorteil Nummer 7. Keine monatliche Tilgung nötig. Ein Policendarlehen ist endfällig. Daher findet keine monatliche Tilgung statt und auch bei den Zinsen kannst du wählen, ob du sie am Ende der Laufzeit in einer Summe bezahlst. Vorteil Nummer 8. Keine Kosten durch Kündigung. Wenn du deine Versicherung kündigst, fallen Gebühren für die Stornierung an. Mit einem Policendarlehen umgehst du diese Kosten. Nachteile eines Policendarlehens. Beim Policendarlehen gibt es natürlich auch Nachteile, die wir dir jetzt zeigen wollen. Nachteil 1. Kreditsumme ist auf den Rückkaufwert beschränkt. Die Höhe der Kreditsumme ist vom Rückkaufwert deiner Lebensversicherung abhängig. Wenn du mehr Geld benötigst, musst du ersatzweise oder zusätzlich auf einen normalen Ratenkredit zurückgreifen. Nachteil 2. Teuer bei langen Laufzeiten. Endfällige Kredite sind teuer, wenn du eine lange Laufzeit wählst. Während bei einem normalen Ratenkredit der Zinsteil in der monatlichen Rate geringer und der Tilgungsanteil größer wird, bleibt die Restschuld beim Policendarlehen über die gesamte Laufzeit konstant hoch und damit auch die Zinsen. Mit folgendem Rechenbeispiel wird das deutlich. Du nimmst 10.000 Euro über eine Laufzeit von 7 Jahren mit einem Policendarlehen auf. Der effektive Jahreszins beträgt 2,69%. Durch die Endfälligkeit zahlst du 83 Monate lang nur Zinsen in Höhe von 22,14 Euro monatlich und im 84. Monat eine Schlussrate von 10.022,14 Euro. Damit zahlst du insgesamt 1.859,76 Euro an Zinsen. Nimmst du 10.000 Euro über eine Laufzeit von 7 Jahren zum gleichen Zinssatz über einen normalen Ratenkredit auf, zahlst du monatlich 130,59 Euro. Hier fallen insgesamt nur 969,94 Euro an Zinsen an. Das macht einen Unterschied von 889,92 Euro an gezahlten Zinsen aus. Wann es sich trotz dieses Zinsunterschiedes lohnt, ein Policendarlehen aufzunehmen, erfährst du gleich. Voraussetzungen für ein Policendarlehen. Du musst mindestens 18 Jahre alt sein und eine Lebensversicherung mit einem Rückkaufswert haben, bei der du der Versicherungsnehmer bist. In der Regel liegen die Mindestkreditsummen bei 2.000 Euro. Des Weiteren benötigst du folgende Unterlagen und Dokumente: deinen Ausweis, dein Originalversicherungsschein, die unterschriebene Abtretungserklärung und den Darlehensvertrag. Wann und für wen lohnt sich ein Policendarlehen? Mit dem Beleihen einer Lebensversicherung kommst du bei einem finanziellen Engpass schnell und unbürokratisch an Geld. Nicht in jedem Fall macht das allerdings Sinn. Das Policendarlehen ist sinnvoll, wenn man kurzfristig Geld benötigt und keine monatliche Raten tilgen kann. Aufgrund der Endfälligkeit sollte man kurze Laufzeiten wählen. Es kann auch Sinn machen, wenn man aufgrund seiner Bonität keinen normalen Kredit erhält. Vor allem, wenn man in naher Zukunft einen Geldeingang erwartet, mit dem man das Policendarlehen am Ende seiner Laufzeit tilgen kann, ist die Beleihung der Versicherung geeignet. Wann ist ein normaler Ratenkredit sinnvoller? Bei einem Policendarlehen ist die Kreditsumme abhängig vom Rückkaufswert. Wenn du eine höhere Summe benötigst, bist du hier eingeschränkt. Zudem ist das Darlehen endfällig, sodass es bei langen Laufzeiten insgesamt recht teuer wird. Wenn du also einen Kredit benötigst, der höher ist, als es dein Rückkaufwert der Versicherung zulässt, oder eine längere Laufzeit benötigst, ist ein Ratenkredit besser geeignet. Wer bietet Policendarlehen an? In vielen Fällen kannst du deine Police bei der Versicherungsgesellschaft selbst beleihen. Es gibt aber spezielle Anbieter, die besonders günstige Policendarlehen bieten. In der Beschreibung findest du einen Link mit empfehlenswerten Angeboten. Wenn du noch Fragen zum Thema hast, schreib uns gerne in den Kommentaren. Und wenn du den Kanal unterstützen möchtest, freuen wir uns über einen Like von dir. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.